Eine Tragfläche aus einer Dornier 228. Die haben wir von der Werft in Dresden gekriegt. Die war mal, deswegen hat die solche Flecken hier hoch zu. Die hat man mal verwendet, um oder Belastungstests durchzuführen. Die hat man eingespannt in eine Vorrichtung und dann in Schwingungen versetzt und dann irgendwelche Materialkontrollen gemacht. Ja? Und die wollten sie auch mal irgendwann, die war denen dort mal umgefallen, irgendwo im Verkehrsmuseum in Dresden. Und da haben die dann irgendwann mal gesagt, wollt ihr die haben? Und dann haben wir gesagt, na los, bringt sie her. Da kann man einfach mal sehen, diese Verbundwerkstoffe hier. Deswegen ist das auch angebohrt, dass man mal sieht, wie so ein Verbundwerkstoff aussieht. Ja? Ja, wenn man gedacht, das wäre Blech. Ja, nicht alles. Ja, selbst und die Fenster, die praktisch hier drin sind, da sieht man auch, wie so eine Tragfläche von innen aufgebaut ist. Ja, das ist Blech, Aluminium. Ja. Aber der ganze Aufbau. Bei uns ist er noch nicht umgefallen, aber wir haben sie ja auch gut verspannt hier. Ja. Das ist eigentlich eine Do 27. Aber in Spanien gebaut, unter der Kennung, und da hieß sie nicht mehr. Die Do 27 ist ja in Deutschland noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut. Im Zweiten Weltkriegs wurden ja die Kriegswaffen produzierenden Zweige alle verboten. Und Dornier ist ausgewichen nach Spanien und hat in Spanien die Do 27 weitergebaut als Casa 127. Oder der Trockenschacht oder was? Ne, zum Aussteigen. Das war ja an für sich ein Verbindungsflugzeug. Entweder war hier eine Trage rein, um Verwundete zu transportieren, oder es kamen Sitze rein, um ein paar Leute von A nach B zu fliegen. Ja. Viel mehr war mit dem Flugzeug nicht möglich. Das haben wir gekriegt, 2 Stück haben wir gekriegt als Schrotthaufen, als aufeinander geworfene Teile. Und die hatten sich 2 Enthusiasten aus Deutschland in Spanien gekauft und wollten sie wieder aufbauen und die sollte wieder fliegen. Und da sind sie gescheitert an deutschen Vorschriften. Die hätten nie eine Zulassung gekriegt, dass sie wieder in die Luft dürfen. Und da haben sie gesagt, okay, dann geben wir sie weg. Dann haben sie zu uns gebracht und gesagt, ja, wir wollen kein Geld, aber wir möchten, dass beide Flugzeuge wieder als Flugzeuge dastehen. Dann haben wir gesagt, können wir versuchen, probieren wir. Und das Ende vom Lied war, wir mussten eine völlig ausschlachten, um diese in den Zustand zu versetzen, den er jetzt hat. Also keine Luftschraube, verschiedene Teile fehlen hier immer noch. Den zweiten Rumpf, der völlig ausgeschlachtet bei uns hier in der Ecke stand, den gibt es heute auch wieder als Flugzeug, aber nicht zum Fliegen. Wenn Sie mal Richtung Bautzen oder waren Sie vielleicht schon in diesem jetzt komme ich gleich nicht drauf, warten Sie. In Bautzen, nahe Bautzen gibt es ein Ausstellungsbereich über Saurierpark. Waren Sie da schon? Nee. Dort, die Leute kamen zu uns. Bei Sebnitz waren wir mal in einem Saurierpark, aber bei Bautzen. Saurierpark, groß, komm nicht drauf. Steckel hinter Bautzen, von hier aus auf Dresden zu. Ja. Naja, jedenfalls die Leute kamen auf uns zu und sagten, wir haben da so eine Idee, wir wollen was darstellen. Und zwar aus dem Film Jurassic Park wollten die dort irgendwie, haben die da so eine Sache aufbauen wollen. Und da haben sie so eine Do 27 in Einzelteilen, was noch da war, was von uns gekriegt. Und die wurde dann so schräg aufgehangen, die war abgestürzt im Dschungel und die Geschichte läuft dann so.
Deswegen gibt es die Geschichte von der zweiten Do nun auch noch. Aha. Ja. Da waren wir auch noch daran beteiligt, die wieder aufzubauen und wieder mit verschiedenen Hilfsmitteln so hinzukriegen, dass man auch ein Flugzeug wieder noch erkennen Kann, ja. Ja. Aber von wegen Zweier hinstellen, das hat nicht mehr funktioniert. Das ist eine Tournee, die wurde aber in Spanien gebaut, nicht in Deutschland. Der Flugplatz und dann später nach dem Anschluss, nach der Mauer wurden hier Flugzeuge verschrottet. Ein paar davon haben sie übrig gelassen als Ausstellung. Und hier haben wir jetzt mal Modelle. Mit 21. Hier haben wir einen alten Tatra-Laster.